Hallihallo und willkommen zurück zu Python. Ja, ich werde jetzt tatsächlich doch noch ein paar Videos zu Python machen, aber irgendwann demnächst werde ich auch mal mit C# anfangen, werden wir sehen. Und solange ich hier noch bei Python bin, möchte ich euch auf jeden Fall noch ein paar Sachen zeigen, coole Sachen. Und zwar kann Python partielle Funktionen. Das bedeutet Funktionen, die eigentlich einen Parameter noch bräuchten, aber trotzdem schon als solche gespeichert werden können. Also zum Beispiel stellt ihr euch mal am besten eine Funktion vor, die mal nehmen kann, sowas hier. Mal, und wir nehmen ja normalerweise zwei Funktionen miteinander mal, zwei Zahlen miteinander mal, also x und y, sowas hier. Und ja, wenn wir jetzt dieser Funktion zum Beispiel nur das x geben, also ich sage hier einfach mal return x mal y, genau. So, und wenn wir jetzt aber dieser Funktion ähm, nur ein print, nur ein x geben und das y nicht geben, dann ist es immer noch eine Funktion, nämlich ungefähr sowas hier. Def, also sagen wir mal, wir geben ihr mal 2, wir geben ihr als x eine 2 vor. Dann brauchen wir hier immer noch einen Parameter y. Und ja, mal 2 bedeutet dann nichts anderes wie return. Und sowas hier kommt dann im Endeffekt raus. Also wir übergeben diese 2 jedes Mal an die Funktion. Und das y, was wir hier noch reingeben, ähm, das wird hier weitergereicht einfach. Also das ist jetzt nicht die Funktion, da gibt es nämlich eine ganz spezielle Schreibweise. Und ja, das macht man folgendermaßen. Funktionen sind ja auch nichts anderes wie Variablen im Prinzip in Python. Und deswegen kann man hier sowas machen. Wir sagen einfach mal 2 gleich, also wir weisen dieser Funktion hier, einfach ohne dass wir sie irgendwie als solche definieren, sagen wir einfach mal 2 gleich und dann sagen wir hier, ähm, nachdem wir was importiert haben, was wir brauchen, ups, ähm, from functools import partial, so, also quasi partielle Funktion erstmal importieren. Und dann sagen wir hier partial, ups, und genau, dann nehmen wir hier die Funktion multiply, also multiply, oder wir nehmen einfach unsere mal-Funktion, das ist noch viel cooler. Dann ist sie von uns. Und die übergeben wir hier einfach als Parameter. Also wir können auch eine Funktion direkt als Parameter übergeben, falls ihr das noch nicht wusstet. Und hier hinten dran sagen wir dann einfach, okay, 2. So. Und hier einfach irgendeine Funktion reinstecken, hier hinten einen Parameter festlegen. Das liefert uns dann logischerweise eine zweite Funktion. Und die hier braucht jetzt noch das y. Sprich, das hier ist jetzt das x, was für immer zugewiesen ist in dieser Funktion. Und das y müssen wir noch eingeben. Das heißt, wir sagen hier print und dann mal 2. So, und jetzt brauchen wir hier das y, zum Beispiel 5. Und wenn wir das jetzt ausführen, kriegen wir 10 raus, so wie wir es erwartet haben. Also 5 mal 2 ist 10. Wenn wir jetzt hier unsere mal 2 Funktion ändern, sagen wir mal hier 5 reinmachen und sie immer noch mal 2 nennen, dann kriegen wir 25 raus. Das heißt, wir schreiben hier quasi den ersten Parameter schon fest, per Default, wie wir es hier oben mit dem gleich gemacht hatten vorher. Nur, dass wir da natürlich mehrere Funktionen machen können. Wir können hier auch sagen mal 3 gleich und dann partial mal und 3 oder so. Und somit kreieren wir quasi Funktionen, die einen Parameter weniger brauchen. Wenn ich jetzt hier schon direkt was Festes sagen würde, sowas wie partial 5, mal 5 und 10, dann brauche ich hier überhaupt keinen Parameter mehr reingeben, aber es ist immer noch eine Funktion. Das heißt, wir kriegen hier immer noch eine Funktion zurück, also immer schön die Funktionsklammer mit aufrufen und wir kriegen hier direkt 50 rein. Also hier hinten dran können dann per Komma, beziehungsweise per Kommata, falls es mehrere sind, können dann die einzelnen Parameter festgelegt werden. So, und das ist ziemlich nützlich, denn wenn wir uns mal Listen und so weiter angucken, auf den Listen macht man teilweise richtig komplizierte Sachen, auf die ich auch noch teilweise eingehen möchte, aber jetzt in dem Video möchte ich euch nur das kurz mal zeigen. Gut, ja, ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen und ich hoffe, es hat euch auch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.